Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Oktober hat begonnen und diejenigen, die mich schon länger verfolgen, wissen, was das bedeutet. Es kommen wieder ganz viele Halloween-Videos im Oktober. Ich freue mich da schon unglaublich drauf und wir starten mit einem einfachen Halloween-Tutorial, bei dem ich euch mein Gesicht nicht zeigen muss, und zwar geht es um die Hände. Das ist auch super einfach nachzumachen und ich zeige euch in diesem Tutorial, wie ihr Skeletthände schminken könnt. Worauf ihr achten müsst, was für Produkte ich euch empfehlen würde. Bleibt unbedingt für mehr Halloween-Tutorials am Start, abonniert meinen Kanal, falls ihr das nicht verpassen wollt, und ich wünsche euch ganz viel Spaß in diesem wundervollen Hallowtober. Los geht's mit der Skeletthand. Ich benutze für die Outlines einen Eyeliner. Und das würde ich euch auch unbedingt empfehlen. Benutzt keinen Kugelschreiber oder Filzstift oder was weiß ich. Ich habe das schon oft gesehen, dass das in der Schule gemacht wurde mit Stiften. Es gibt einen Grund, warum Eyeliner fürs Auge entwickelt wurden und warum Kugelschreiber für Papier gedacht sind. Falls ihr es ganz professionell machen wollt, könnt ihr natürlich auch Facepaint benutzen, wie ihr das mögt. Ich finde es aber mit dem Eyeliner am einfachsten zu arbeiten, weil der eine schöne, feine Spitze hat. Ich beginne mit den Fingerknochen, die an den Unterseiten immer so ein bisschen verdickt sind und dann in den Gelenken enden, die nochmal so ein kleiner Knubbel sind sozusagen zwischen den beiden Knochen. Lässt sich ein bisschen schwer erklären, wie die genau geformt sein müssen, aber ihr seht ja, wie ich das aufmale. An den Stellen, an denen viel Haut ist, wie zum Beispiel an den Knöcheln direkt, biege ich auch meine Finger, dass da wirklich auch durchgängige Linien am Ende entstehen und da keine Lücken drin bleiben. Und so arbeite ich mich einfach von Finger zu Finger fort. Die Fingerspitze mit den Fingernägeln lasse ich auch erstmal aus. Wenn die Finger an sich bemalt sind, geht es an die Mittelhandknochen. Da macht ihr eigentlich nochmal genau das gleiche wie mit den Fingern, nur eben bis runter zum Handgelenk. Wenn ihr euch ein Röntgenbild von der Hand anguckt, seht ihr nämlich, dass die Handfläche an sich gar nicht durchgängig ist, sondern eben Fingerknochen da drin stecken. Natürlich könnt ihr auch ein Röntgenbild als Referenz benutzen, dann wäre die Anatomie richtig korrekt. Bevor ihr den Daumen zeichnet, macht euch nochmal bewusst, dass der einen Knochen weniger hat. Die Finger haben jeweils 4 Knochen und der Daumen hat nur 3. Nicht, dass ihr da einen zu viel rein bastelt. Eigentlich solltet ihr das aber sehen, weil ihr wisst ja, wo ihr ein Gelenk habt und wo jeweils nicht. Die Knochen am Handballen sind ein bisschen größer und ich finde es da extrem schwer, mir zu merken, wie die genau aussehen. Das heißt, da habe ich mir auch ein Bild als Referenz genommen, damit die nicht super komisch aussehen am Ende. Und weil die Skeletthand im ersten Schritt so ein bisschen skizzenartig aussehen soll, schraffiere ich die nochmal stellenweise, damit sie ein bisschen dunkler und ein bisschen dreidimensionaler aussieht. Achtet einfach darauf, dass ihr die Schatten jeweils auf einer Seite des Knochens macht. Denn wenn das Licht von der einen Seite kommt, fällt der Schatten ja auf jedem Knochen auf der gleichen Seite. Mischt das also nicht durcheinander. Überlegt euch, welche Stellen tiefer liegen. Da malt ihr so ein paar kleine Ministriche rein oder so ein paar Linien. Ihr könnt theoretisch auch Punkte malen, ganz wie ihr am besten klarkommt. Theoretisch könnt ihr das auch mit Lidschatten machen, das müsst ihr nicht unbedingt mit dem Eyelinerstift nachmalen. Macht es einfach so, wie ihr am besten damit zurechtkommt, aber ich finde, für diesen Skizzenlook funktioniert es mit dem Eyeliner am besten und mit so kleinen, schraffierten, gestrichelten Linien. Die Schatten setze ich natürlich nicht nur an den Fingerknochen, sondern die mache ich natürlich auch auf dem Handballen und einfach überall, wo ich mir Knochen aufgemalt habe. Ob ihr eure Fingerknochen zu Ende malt oder nicht, würde ich davon abhängig machen, was ihr für ein Kostüm tragt vielleicht. Wenn ihr zum Beispiel Nagellack drauf habt, würde ich den Nagellack einfach sichtbar lassen. Aber wenn ihr das so wie in meinem Fall habt, einfach blanke Fingernägel, dann würde ich die Fingerkuppen einfach mit dazu malen. Und so sieht die skizzenartige Skeletthand dann fertig aus. Hier könnt ihr nochmal gut sehen, dass ich wirklich einfach ungleichmäßige Linien als Schatten gemalt habe. Teilweise gestrichelt, teilweise so... Ja, sieht ein bisschen unterschriftenmäßig aus. Macht's einfach, wie ihr am besten klarkommt. Von weit weg sieht man es sowieso nicht. Wichtig ist eigentlich nur, dass ihr da keine durchgängigen Linien malt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Hand einfach so lassen. Ihr könnt aber auch noch etwas anderes damit machen. Und zwar male ich meine Hand jetzt aus. Und zwar nehme ich da einmal wasseraktivierte Gesichtsfarbe in so einer totenkopfartigen Farbe. Es ist ein bisschen gelblicher als normales Weiß. Ein bisschen gelblich-grünlich vielleicht sogar. Und damit male ich jetzt alle einzelnen Knochen aus. Das dauert zwar ein bisschen, aber da kommt man leider nicht drum rum. Und wenn ihr die Farbe anmischt, würde ich euch empfehlen, extra viel Wasser zu benutzen, denn so kommen die Schatten am Ende auch noch durch. Ihr habt die nicht umsonst gemalt. Aber theoretisch, wenn ihr das so wollt, könnt ihr das natürlich auch einfach deckend weiß aufmalen, ganz wie ihr möchtet. So, das Ausmalen hat meine Kamera leider nicht komplett mitgefilmt, dafür habe ich aber am Ende das Umranden nochmal mitgefilmt. Ihr könntet sie jetzt natürlich auch einfach so weiß lassen, die Hand. In meinem Fall wollte ich damit aber noch ein Video drehen, in der es so aussieht, als würden die Knochen in der Luft schweben. Das habt ihr vielleicht gesehen, das ist das letzte Video, das ist ein Shorts-Video mit genau dieser Skeletthand. Und für den Effekt war es mir eben wichtig, dass der Rest der Hand nicht mehr zu sehen ist, weshalb ich alles drumherum schwarz angemalt habe.
Und für das Umranden habe ich meine schwarze wasseraktivierte Farbe von Mehron benutzt. Ich würde euch auch unbedingt empfehlen, dass ihr zuerst die Hand weiß malt und danach erst die schwarzen Umrandungen, denn man kann mit Weiß nicht auf Schwarz malen, das wird zwangsläufig grau. Mit der schwarzen Farbe könnt ihr aber zum Beispiel Fehler, die ihr bei den Knochen gemacht habt, wenn die zum Beispiel zu dick geworden sind oder so, die Fehler könnt ihr super leicht korrigieren, indem ihr dann einfach die Form so anpasst, wie ihr sie am Ende haben wollt. Meinen Arm habe ich auch nur dieses kleine Stückchen angemalt, weil ich hinterher sowieso einen schwarzen Ärmel angezogen habe und dann verschwindet einfach das Schwarz im Schwarz und dann ist es wirklich vollkommen egal. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Version euch besser gefallen hat, die skizzierte oder die ausgefüllte Version. Hier unten rechts könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, damit ihr keine weiteren Halloween-Videos verpasst. Außerdem verlinke ich euch hier oben rechts meine Hello-Oktober-Playlist, da sind alle Looks der letzten Jahre drin, da könnt ihr gerne schon mal ein bisschen stöbern. Ich hoffe sehr, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!